Wir haben jetzt erstmal unsere Papiere einkassiert. Wir wollen jetzt das bulgarische Gesundheitswesen nicht belasten. Nein, danke. Es war übrigens schon die zweite Kontrolle von Border Police, die wir heute hatten. Guten Morgen aus Sofia. Das ist jetzt der letzte Morgen in Sofia. Heute geht's weiter. Wir verlassen jetzt hier das schöne Grundstück von Ivan in Sofia. Gerade noch die letzten Sachen, Wasser ablassen. Wir haben Frischwasser getankt. Wir haben noch mal heiß geduscht, ausgiebig. Und jetzt geht es weiter in den Norden. Ja, eigentlich wollten wir ja schon gestern Nachmittag los, aber dann zog ja dieses schlechte Wetter auf. Ich glaube, es hat von 5 bis heute Nacht um 2 durchgeregnet. Und dann haben wir gedacht, können wir auch gut hier stehen bleiben. Hier ist ein ruhiges Plätzchen, hat uns hier gut gefallen. Und dann fahren wir heute bei schönerem Wetter lieber Richtung Belogradschnik. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if May I ask where are you going? Where are you heading? To Belogradchik. Ah, Belogradchik. Belogradchik, yeah. The reason? For holiday. Holiday. I think the way to Belogradchik is the other way. Yeah, we want to make a break. We read there's a place at the monastery over there, Okay. and there we want to make a break. Yeah. Okay. So, jetzt sind wir in eine Kontrolle der Oh, Frontex Border Polizei geraten. Wir haben jetzt erstmal unsere Papiere einkassiert und gucken jetzt, ob wir irgendwie wegen Flüchtlingstätigkeit oder so gesucht werden. Der eine Mann spricht ganz gut Englisch, der übersetzt, also sie sind so freundlich und höflich, da kann man jetzt nichts sagen. Markus hat sich gerade erschreckt, weil ein Tier reingeflogen ist, glaube ich. Eine Ja. Wespe oder... Und wir haben jetzt gefragt, wo wir hinwollen, warum wir irgendwo hinwollen, ob wir auch auf dem richtigen Weg sind und so weiter. Und man ist gerade versichert, es wäre eine ganz normale Kontrolle und nichts Schlimmes. Und ich denke, wir werden gleich mal unsere Papiere zurückkriegen und dann hoffentlich weiterfahren können. Vielleicht wollen Sie vorher noch ins Auto gucken, ob wir noch irgendwo Flüchtlinge versteckt haben. Mein Ausweis habe ich schon, deinen noch nicht. Oh, ich bin die Verdächtige. Nee, meinen Führerschein habe ich nur. Führerschein. Nee, siehste, stimmt, ja. Ausweis noch nicht. Приятен път. Okay. Have a nice trip. Thank you. So, und jetzt ist alles in Ordnung. Wir haben alle Papiere zurückgekriegt. Es wurde uns noch eine gute Reise gewünscht und wir dürfen jetzt weiterfahren. Bye. Wir kommen gleich wieder vorbei. Können wir uns noch mal unterhalten. Ach so. even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. An dem kleinen Kloster hier wollen wir jetzt Mittagspause machen und das liegt hier ein bisschen abgelegen und es ist wohl irgendwie auch in Grenznähe, deswegen war hier auch die Frontex-Polizei wahrscheinlich unterwegs. War übrigens schon die zweite Kontrolle von Border Police, die wir heute hatten. Einmal wollten welche hinten ins Auto gucken, ob wir irgendwelche Leute da verstecken, war aber auch ein bisschen halbherzig. Die letzten haben jetzt schon ziemlich lange kontrolliert, also wirklich Papiere mitgenommen und überprüft und alles. Und ja, jetzt machen wir hier erstmal Pause, bevor es dann nachher weitergeht. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Wir sind in Belogradchik angekommen. Wir haben jetzt hier unter der Festung geparkt
wollen uns morgen die Festung angucken und natürlich auch die Felsformationen. Vielleicht gehen wir auch übermorgen noch wandern. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding. So, wir warten jetzt schon die ganze Zeit drauf, dass wir mit dem Video anfangen können, weil da hinter uns die Müllerfuhr die Mülltonne leert. Und das macht die anscheinend sehr, sehr gründlich. Das dauert nämlich und rappelt und scheppert. Guten Morgen aus Belogradschik. Wir hatten eine wunderbar ruhige Nacht hier. Ja, weil die Müllerfuhr jetzt erst kam. Ja, nachdem die weg ist, können wir jetzt hier beginnen. Wir gehen jetzt hoch zur Festung und schauen die uns an und auch die tollen Felsen. Und dazu erzählen wir euch ein bisschen mehr, wenn wir oben angekommen sind. Los geht's! So, wir sind jetzt hier durch das erste Tor der Festung geschritten und ja, können wir euch ein bisschen was zu der Festung erzählen. Die ist also hier in diesen Felsen von Belogradschik. Die Felsen entstanden, weil hier vor 230 Millionen Jahren war hier noch ein Meer. Das trocknete dann aus und floss ab, als sich das Balkangebirge auffaltete. Und diese Sandsteine, die blieben halt von der Erosion übrig und sind heute eines der schönsten Naturwunder hier in Bulgarien. Waren tatsächlich auch mal Kandidat für die Liste der neuen 7 Weltwunder, haben es aber soweit dann doch nicht geschafft. Ja, und diese Felsen bilden halt so eine natürliche Barriere. Das haben schon die Römer erkannt, die hier im 1. Jahrhundert die erste Festung bauten. Und wir haben gelesen, dann gab es wechselnde Herrscher. Also ganz so gut scheint die Festung dann doch nicht gewesen zu sein, weil es waren alle möglichen anderen da, von Bulgaren, ich weiß gar nicht wer noch, Byzantiner glaube ich nicht. Jedenfalls die Osmanen hatten sie eine Zeit lang eingenommen. Sie wurde dann immer wieder mal zerstört, was Neues aufgebaut und heute kann man hier die Reste bewundern und eben auch schöne Blicke auf die Landschaft genießen und das machen wir jetzt. Das ist also hier eine tolle Übersicht über die Festung. Man sieht hier die verschiedenen Zeitalter, wann was gebaut wurde. In Blau, das ist hier antik. Das sehe ich hier nur hier blau und da was Blaues. Da haben die Felsen halt mit eine natürliche Schutzfunktion erfüllt. Dann hier im Mittelalter grünlich. Da weiß ich jetzt gar nicht genau. Hier ist was Grünes und ob hier noch was Grünes ist. Und dann eben Additional Construction. Das ist das, was man jetzt von außen sieht, diese Riesenmauern. Hier stehen wir jetzt vor dem ersten Tor. An der Stelle haben die Römer schon ihre Festung befestigt. Rechts und links sind ja schon diese steilen Felsriegel. Und das wurde später natürlich noch von anderen verstärkt, aber das ist eigentlich die erste Stelle hier. Die Aussicht hier ist wirklich spektakulär. Jetzt sind wir fast oben. Der Aufstieg hier ist, glaube ich, nichts für Leute, die nicht schwindelfrei sind. Es sind schon sehr steile, hohe Treppen. Aber bis jetzt macht es eigentlich einen relativ stabilen Eindruck. Ja, jetzt ist noch ein paar Meter bis ganz nach oben. Ich denke, da machen wir uns jetzt mal auf.
Schöne Aussicht. So langsam leert sich der Fels hier oben. Es waren mehrere Busladungen mit Kreuzfahrttouristen und auch wieder anscheinend eine, weiß nicht, Schulklasse oder sowas, eine bulgarische hier, also mit Jugendlichen. War ganz schön wuselig, aber jetzt steigen sie langsam alle wieder ab. Und das werden wir gleich auch machen, wenn die Treppen wieder frei sind. Es dauert jetzt ein bisschen, bis sie sich alle wieder nach unten bewegt haben. Von der Festung ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel übrig, aber es macht schon Spaß hier über die Felsen zu klettern und einfach die Aussicht hier über diese Landschaft zu genießen. Ja, herrliche Aussicht haben wir hier. Wir haben heute hier eine kleine Wanderung gemacht. Auf dem Weg haben wir jetzt nicht viel gefilmt. Der Weg war auch ziemlich spannend teilweise. Man musste manchmal auch etwas suchen. Und an sich war das Ziel die Lepenica-Höhle. Aber so 200 Meter vorm Ende ging es eigentlich nur noch richtig steil den Berg runter. Auf ganz rutschigem Geröll und so. Also wirklich fast senkrecht. Und dann haben wir uns gedacht, nee, wir wollen jetzt das bulgarische Gesundheitswesen nicht belasten. Nein, danke. Und haben jetzt kehrt gemacht, sitzen jetzt hier auf diesem Felsplateau, genießen die Landschaft. Markus hat eben die Drohne fliegen lassen, da zeigen wir euch jetzt gleich noch ein paar Aufnahmen. Guten Morgen aus Belogradčík. Wir hatten hier ein wunderbar entspanntes Wochenende auf einem Stellplatz. Ja, Stellplatz, auf einem Platz. Auf einem Platz. Und wir hatten nämlich gestern oder vorgestern Abend noch Gesellschaft hier hinbekommen. Ja, wir haben hier gestern einen schönen Nachmittag verbracht mit Marc und Julia. Das Auto seht ihr da im Hintergrund und wir zeigen euch auch gerne deren Instagram-Account, falls euch dafür interessiert, was die für interessante Sachen machen. Die haben nämlich auch schon ein paar sehr schöne Reisen gemacht. Ja, für uns geht es jetzt heute weiter. Der Kühlschrank ist leer mal wieder, wir müssen mal wieder einkaufen. Und das ist auch unser letztes Video aus Bulgarien. Das heißt, nächste Woche werdet ihr uns in einem anderen Land wiedersehen. Hoffentlich wiedersehen. Und ihr könnt ja schon mal raten und in die Kommentare schreiben, wo es sein wird. Also aus der Ecke hier kommen ja 2 Länder in Betracht. Dann freuen wir uns, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Freuen uns natürlich wie immer über Likes und Kommentare für das Video. Und falls noch nicht geschehen, abonniert unbedingt den Kanal. Hallo, alte Socke. Morgen.